which everything is possible and nothing is beyond you. Dies ist die Geschichte des Aufstiegs einer Idee, die unsere Gesellschaft beherrscht. Es ist der Glaube, dass die Befriedigung individueller Gefühle und Wünsche unsere höchste Priorität ist. Today we're going to tell you how to get whatever you want. I wanted to live a different life that wasn't available to me in the image I was born. I'm here, look at me, notice me. Frühere Episoden haben gezeigt, dass dieser Aufstieg des Ichs von der Wirtschaft unterstützt und gefördert wurde. Sie nutzten die Ideen von Sigmund Freud, um Techniken zu entwickeln, mit denen sie die inneren Wünsche der Menschen lesen und sie dann mit Produkten erfüllen können. In dieser Folge geht es darum, wie diese Idee die Politik erobert hat. Sie erzählt die Geschichte, wie Politiker der Linken sowohl in Amerika als auch in Europa sich dieser Techniken bedienten, um an die Macht zu kommen. Sie glaubten, dass sie eine neue und bessere Form der Demokratie schaffen würden. Eine, die wirklich auf die inneren Gefühle der Menschen eingeht. Was die Politiker jedoch nicht erkannten war, dass das Ziel derjenigen, die diese Techniken ursprünglich entwickelt hatten, nicht darin bestand, die Menschen zu befreien, sondern eine neue Art der Kontrolle über sie in einem neuen Zeitalter der Massendemokratie zu entwickeln. Die Wurzeln der Geschichte liegen weit zurück im Amerika der 1920er Jahre bei einem Mann. Er hieß Edward Bernays und war der Neffe von Sigmund Freud. Bernays war einer der Erfinder der Öffentlichkeitsarbeit und war fasziniert von der Theorie seines Onkels, dass das menschliche Verhalten von unbewussten sexuellen und aggressiven Trieben gesteuert wird. Viele von Bernays Kunden waren große amerikanische Unternehmen und er war der Erste, der ihnen zeigte, wie sie viel mehr Produkte verkaufen konnten, wenn sie diese durch Bilder und Symbole mit den unbewussten Wünschen verknüpfen, die Freud identifiziert hatte. The strategy he offered them was that people could now look at the goods that were emerging within the society and not merely view those goods as things that they needed in order to deal with some specific material want, but also as goods which would stroke and respond to deep emotional yearnings. You know, how this bar of soap or this bag of flour will make you a happier, more successful, more sexually appealing, less fearful person, somebody to be admired rather than reviled. The powerful people in that world are those people who are capable of reading the public mind and giving the public what it wants in those terms. And Bernays was at the heart of it. Bernays was the guy who was the foremost articulator of the theories which were driving this new system. In den 1980er Jahren waren Bernays Ideen ausgereift. In Amerika war eine riesige Industrie entstanden, die sich dem Lesen der inneren Wünsche der Verbraucher widmete. Ihr Herzstück war die Technik der Fokusgruppe. In früheren Episoden wurde gezeigt, wie die Fokusgruppe von Psychoanalytikern erfunden wurde, die bei amerikanischen Unternehmen angestellt waren. Ziel war es, den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihre inneren Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken, so wie es die Patienten in der Psychoanalyse taten. Die Informationen wurden dann genutzt, um neue Produkte zu bewerben und zu entwerfen, die diese Wünsche erfüllen sollten. Und Edward Bernays, der inzwischen fast 100 Jahre alt war, wurde als Gründervater dieser Marketingwelt gefeiert. Good to see you. Come on up over here. There you go. Doctor, tell me again what the doctor is. What are we dealing with here? You're the father of public relations. What we're dealing with really is the concept that people will believe me more if you call me doctor. Oh, I see. So, that's a good idea. Die Ideen und Techniken von Bernays waren in den 1980er Jahren im Begriff, auch Europa zu erobern.
Im Gegensatz zu Amerika hatten zum Beispiel die herrschenden Eliten in Großbritannien schon immer der Idee misstraut, sich den Massen anzubiedern. Sie wurde von der patrizischen Elite verkörpert, die die BBC leitete. Noch in den 60er Jahren wurden die populären Programme als Bodenköder bezeichnet. Ihre eigentliche Aufgabe bestand darin, die Zuschauer dazu zu bewegen, sich ernsthaftere Programme anzusehen, von denen die Elite wusste, dass sie gut für sie waren. Und die Marktforschung spiegelte diese Einstellung wider. Die Marktforscher beobachteten die Menschen und klassifizierten sie nach ihrer sozialen Schicht von A bis C2, D und E. Probably they might be C2s. Yes, I think by the way they're carrying their luggage. Or yes, no taxi. No taxi and all stuffed in the bags like that. I think the lady possibly sets her own hair, which is always an indication. Yes. The children are nicely dressed. Yes, they are. Probably a skilled worker. A skilled, yes, a skilled worker. I would think say so. Yes, I would say so. Certain apprenticeship or done some. That's right. Qualifying. Yes. We agree then. Yes, we think C2. We think so. Yes. Wenn die Menschen nach ihrer Meinung zu Produkten und Politik befragt wurden, wurden sie nach ihrer sozialen Schicht ausgewählt und nur streng sachliche Fragen zu ihrer Meinung gestellt. Leaving your own party sympathies on one side, who do you think will win this forthcoming election? Labour. And tell me which you prefer. Which party do you think you'll be voting for? This time, Liberals. You'll be voting for the Liberals. And who do you think will be second? Conservative. This one. Okay. Der Gedanke, dass man die Menschen nach ihren eigenen Gefühlen und Wünschen fragen und ihnen diese dann mitteilen könnte, wurde von den herrschenden Eliten als befremdlich empfunden und stellte ihren Glauben in Frage. Sie wüssten, was das Beste für die Öffentlichkeit sei. There's evidence in other countries, in the United States for example, where pollsters have been used before elections to interpret the mood of the public, and then you give people more what they want to have and less what they ought to have. But again, this could be alleged to be more democratic, I don't know. It's very dangerous ground, I think, though, when polls are used in that way. Doch in der Wirtschaftskrise Mitte der 70er Jahre sah sich die europäische Industrie gezwungen, den inneren Gefühlen der Verbraucher Beachtung zu schenken. Als sich die Rezession verschärfte, gingen die Verbraucherausgaben drastisch zurück und die Werbetreibenden bestanden darauf, dass die einzige Möglichkeit für die Unternehmen zu überleben darin bestand, ihre Werbung effektiver zu gestalten. Dazu müssten sie die psychologischen Motive der Menschen für den Kauf erforschen. Die Werbeindustrie begann, Amerikaner zu engagieren, die Fokusgruppen mit europäischen Hausfrauen durchführten. Everyone is a unique person, and even though you're a group of 10 today, we don't want a group opinion, and we want to know your ideas and your thoughts, no matter how crazy it might be. Please let your imagination run wild, because that's how very crazy things like instant coffee got born. Now, can we get somebody, this lady, to be a kitchen sink? And kitchen sink, how do you feel with these things that are being used to clean you up? Well, I've got to feel clean. I've got to be kept clean. So I feel that. I should hate it if I was all greasy, so I've got to be easy to clean. Okay, now the housewife, this lady, what would you use to clean your kitchen sink? A scouring powder. Of course, a cloth to apply the things on, and plenty of water. Now, how do you feel as you're doing this chore? You feel satisfied? Well satisfied when I have done it, yes. I'm doing my duty. I feel it's a job well done. Die Verbraucher wurden ermutigt, in die Rolle von Produkten zu schlüpfen, von Haushaltsreinigern bis hin zu Sicherheitsgurten für Autos. Es ging nicht darum, rational zu reden, sondern zu handeln und die innere emotionale Beziehung zu den Produkten zu offenbaren. Which firmly and unmistakably underlines. Und dann tauchte in England ein Politiker auf, der ebenfalls der Meinung war, dass die Menschen sich selbst ausdrücken dürfen sollten.
Anstatt vom Staat kontrolliert zu werden, sollte das Individuum in den Mittelpunkt der Gesellschaft gestellt werden. Some socialists seem to believe that people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise. And we believe that everyone has the right to be unequal. But to us, every human being is equally important. A man's right to work as he will, to spend what he earns, to own property, to have the state as servant and not as master, they are the essence of a free economy. And on that freedom, all our other freedoms depend. Frau Thatchers Vision war eine Gesellschaft, in der die Bedürfnisse und Wünsche von Millionen von Menschen durch den freien Markt befriedigt werden. Dies, so glaubte sie, würde der Motor für die Erneuerung Großbritanniens sein. Und mit ihrem Aufstieg an die Macht blühte die Werbe- und Marketingindustrie auf. Ihre Aufgabe war es, herauszufinden, was die britische Bevölkerung wirklich wollte und es ihr dann zu verkaufen. In diesem neuen Klima blühten die Fokusgruppen auf und ihre Leiter bedienten sich der Techniken der Psychotherapie, um immer tiefer in die Gefühle der Menschen zu Produkten einzudringen. We're trying to understand how people feel about brands, how they relate to brands. That is to say, what the brand's personality is as far as consumers are concerned. And there are a number of techniques which are very, very helpful for getting to that understanding. The consumer is given crayons to doodle, to express their feelings, to go inside their own head, pull out their feelings and somehow get them onto paper. And these are ordinary drinkers expressing their feelings about drinking Guinness. Here you see a rich, very female aspect of Guinness. So if you were describing a woman who somehow to you had that character, what sort of person is it? Paula Yates, who used to lay in bed, surrounded with magazines and chocolates like a 50s starlet. Bei dieser Untersuchung stellten die Marketeers einen neuen Individualismus fest. Vor allem bei denjenigen, die 1979 zum ersten Mal konservativ gewählt hatten. Sie wollten nicht mehr als Teil einer sozialen Klasse gesehen werden, sondern sich selbst ausdrücken, und dafür waren die Produkte, die sie kauften, entscheidend. We identified that there was this trend towards what might be called individualism, where people wanted to still be part of a crowd, but to express themselves as individuals within it, to have their own personalities, to be, I suppose, their own men. I didn't want to be the same as everybody else. I wanted it to be a little bit different, a little bit individual. It's quite individual upstairs. It's not remarkable, but I think it's quite individual. It is expensive. It's Italian. It's Italian, it's expensive, and it's good quality. A little bit different. Yeah, we want to set our own standards, so nobody else has got what we've got. We just didn't want it be the same as everybody else. We just want to be different. Die Wirtschaft reagierte eifrig auf diesen neuen Individualismus und er wurde bald zu einer der Hauptantriebskräfte des in Europa wachsenden Konsumbooms. Anhand der Daten aus den Fokusgruppen entwickelten die Hersteller neue Produktreihen, mit denen die Menschen ihre Individualität zum Ausdruck bringen konnten. Auch die Wirtschaft kategorisierte die Menschen neu. Sie wurden nicht mehr nach ihrer sozialen Schicht, sondern nach ihren inneren psychologischen Bedürfnissen eingeteilt. If the primary need is security and belonging, we call the groups mainstreamers. If it's status and the esteem of others, then it's aspirers. If it's control, it's succeeders. And if it's self-esteem, it's reformers. Und diese neue Marketingkultur begann, die Institutionen zu übernehmen, die zuvor von der Zermürbungselite beherrscht wurden, insbesondere die Welt des Journalismus. Angeführt wurde der Angriff vom Berufsstand der Public Relations. Hatte die PR früher als schäbig und korrupt gegolten, so wurde sie nun zu einem glamourösen Geschäft, das für Produkte und Prominente warb. Und einer der aufstrebenden Stars war ein weiteres Mitglied der Familie Freud, Matthew Freud, der Sohn des liberalen Abgeordneten Clement.
Freud und andere PR-Firmen erkannten, dass sie ihre Prominenten als Hebel nutzen konnten, um ihre Werbung in den redaktionellen Inhalt der Zeitungen einzuschleusen. Den Zeitungen wurden Exklusivinterviews mit Prominenten angeboten, aber nur, wenn diese sich bereit erklärten, Produkte von Freuds Firmenkunden in den von der Firma vorgegebenen Bedingungen zu erwähnen. What happened with Freud's was that you effectively got some kind of product placement or even product. The manufacturers of the product got some degree of control over how their products would appear in print. So if, for example, you did want to write about Caprice's passion for stuffed crust pizza, you would sign a contract which guaranteed that you would mention the firm Pizza Hut in at least twice in certain positions in the introductory paragraph of the article, that you would agree to run the Pizza Hut logo at such and such a size in such and such a place, and of course that you would agree to run the enclosed pictures of Caprice eating her stuffed crust pizza. There was no choice about how you would run this article in the press. You were effectively told how to run the article in the press. By Freud's? By Freud's. It's a rise of the corporate culture and the rise of business. Für die traditionellen Journalisten war dieses Eindringen der Werbung in die redaktionellen Seiten eine Korruption ihres Berufs. Doch für Frau Thatchers Verbündete wie Rupert Murdoch, dem die Sun und die Times gehörten, war dies ein Teil einer demokratischen Revolution gegen eine arrogante Elite, die die Gefühle der Massen zu lange ignoriert hatte. They hate to see someone communicating with the masses. They feel that newspapers, the written word is not for the masses. That should be left to television, or perhaps to nobody. I'm very proud of the Sun. And the Sun was not represented tonight in your film. You just took page 3, which everyone seems so fascinated with. About page 1, page 2, every other page of the paper. It was a typical piece of slanting and elitism by the BBC, who, after all, in order to get viewers for this programme, put on a very sexy episode of Star Trek, which I was watching out in the room there. Oh, I don't think they put it on to get us viewers. I think we just are lucky to follow them. They try to carry viewers into these show programmes. You know how it's done. In den späten 80er Jahren hatten Frau Thatcher und ihre Verbündeten in der Werbung und den Medien die Wünsche des Einzelnen in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt. Wie die letzte Folge zeigte, war es derselbe Wandel, den Präsident Reagan in Amerika herbeigeführt hatte. Beide Politiker hatten die Wirtschaft ermutigt, die Rolle der Regierung bei der Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen zu übernehmen. Dabei wurden die Verbraucher ermutigt, die Befriedigung ihrer eigenen Wünsche als oberste Priorität zu betrachten. Für Thatcher und Reagan war dies eine neue und bessere Form der Demokratie. Doch für ihre Gegner in den linken Parteien hatten sie die egoistischsten und gierigsten Aspekte der menschlichen Natur heraufbeschworen. Ronald Reagan and Margaret Thatcher both embraced an economic philosophy that says the unit of judgment was not only the individual, but it was the individual's personal satisfaction, the individual's own unique happiness and well-being. It was, in a sense, the triumph of regarding individuals as purely emotional beings who have needs and wants and desires that need to be satisfied and can be satisfied unconsciously. It goes way back to the early part of the 20th century, to Freud, to notions of the unconscious, the assumptions that we are, in terms of our rational minds, we're little corks bobbing around on this great sea of hopes and fears and desires of which we are only dimly aware, and that the role of a marketer, the role of somebody selling something, including a politician, is to appeal to this great swamp of desire, of unconscious desire. Die Linke glaubte das Gegenteil, dass der Weg zu einer besseren Gesellschaft nicht darin besteht, die Menschen als emotional isolierte Individuen zu behandeln, sondern sie davon zu überzeugen, dass sie gemeinsame Interessen mit anderen haben, ihnen zu helfen, sich über ihre individuellen Gefühle und Ängste zu erheben. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.
nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. Diese Idee hatte in Amerika während der Depression in den 1930er Jahren Konjunktur. Präsident Roosevelt ermutigte die Amerikaner angesichts des durch den Wall Street Crash verursachten Chaos, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen, Verbrauchergruppen zu gründen und für ein Wohlfahrtssystem für die in Armut Gefangenen zu zahlen. Sein Ziel war es, ein kollektives Bewusstsein zu schaffen, das zu einer mächtigen Waffe gegen die ungebremste Macht des Kapitalismus werden würde, die die Krise verursacht hatte. Diese Idee hatte die Demokratische Partei 50 Jahre lang angetrieben. Doch nun wetterten Roosevelts Erben vergeblich gegen die Auswirkungen des von Präsident Reagan geförderten Eigennutzes. There is despair, Mr. President, in the faces that you don't see. Maybe, Mr. President, if you stopped in at a shelter in Chicago and spoke to the homeless there. Maybe, Mr. President, if you asked a woman who had been denied the help she needed to feed her children because you said you needed the money for a tax break for a millionaire or for a missile we couldn't afford to use. The worst thing Ronald Reagan did was to make the denial of compassion respectable. He said, you've worked hard, you've made your money. You shouldn't have to feel guilty about refusing to throw it away on people who choose to be homeless and who choose not to work. That's what he said. He said it with an elegance and a kind of benign aspect that disguised its harshness. You think we can do anything about it? Well, why not? If we can work together now to look after the lives of the people here, I don't see why we couldn't work together afterwards to clear up the mess and help build a better world in which these things can't possibly happen. The qualities we've learned from comradeship and common suffering are not going to be wasted after this war. It's out of experience like ours that the new world will be built. Dieselbe Idee, die kollektive Macht der Massen zu bündeln, um die festgefügte Macht des Reichtums und der Wirtschaft herauszufordern, hatte auch die Labour Party in Großbritannien nach dem Krieg an die Macht gebracht. Doch in den 80er Jahren verlor die Labour Party wie die Demokraten in Amerika eine Wahl nach der anderen, da Millionen, die einst für sie gestimmt hatten, zu den Konservativen überliefen. There it is, going blue just about everywhere, sweeping the country. The rural parts of Britain now have gone blue. For they are the party of yesterday, and tomorrow is ours. Angesichts dieser Entwicklung kamen immer mehr Mitglieder der Arbeiterpartei zu der Überzeugung, dass die Arbeiterpartei sich mit dem neuen Individualismus arrangieren müsse, wenn sie jemals wieder an die Macht kommen wolle. Einer von ihnen war der Werbefachmann Philip Gould, der ein Leben lang Anhänger der Arbeiterpartei gewesen war. Gould war der Ansicht, dass die Gewerkschaftsführung von der gleichen patrizischen Arroganz korrumpiert worden war, die alle britischen Institutionen beherrschte. Sie verunglimpften und missbilligten die neuen Bestrebungen der Wähler aus der Arbeiterklasse. Labour stopped listening to these people. And I remember the best example of this was after the election of 1983, which was the election above all, where the people's voices just were not heard. And I had dinner with a leading Labour Party figure who'd been involved in the defeat, heavily involved in the defeat, and his wife said, God, these working class people, they just, we give them education, we give them chances in life, what do? They read the Sun and they just don't vote for us. And there was such a gap between these people just trying to make lives for themselves, better lives for themselves, and the kind of elitism of the Labour Party that was just such a chasm that had to be filled. Gould wurde Teil einer kleinen Gruppe von Modernisierern um Peter Mandelson. Ihr Ziel war es, die Arbeiterschaft wieder mit den verlorenen Wählern in Kontakt zu bringen. Zu diesem Zweck griff Gould auf eine Taktik zurück, die er aus seiner Arbeit in der Werbung gut kannte: die Fokusgruppe.
Gold gab in Vororten im ganzen Land Fokusgruppen mit kleinen Gruppen von Wählern in Auftrag, die zu Frau Thatcher gewechselt hatten. Die Menschen wurden ermutigt, nicht rational über die Politik zu sprechen, sondern ihre grundlegenden Gefühle auszudrücken, und was Gold entdeckte, war eine grundlegende Veränderung im Verhältnis der Menschen zur Politik. Sie sahen sich nicht mehr als Teil einer Gruppe, sondern als Individuen, die von den Politikern etwas verlangen konnten, wenn sie dafür Steuern zahlten. Genauso, wie die Wirtschaft es ihnen als Verbraucher beigebracht hatte. And I found that the people had become consumers. People now wanted to have, politics and life on their own terms. I mean, not just in politics, but in all aspects of life too. People see themselves as they are, as autonomous, powerful individuals who are entitled to be respected, who are entitled to have the best, not just in, going to Tesco's or wherever, but the best in terms of health and in education too. All this was about getting the Labour Party to understand that people really, really, really had changed, and the Labour Party had not, and unless the Labour Party changed, it would not win. Philipp Gold machte sich nun daran, die Arbeiterpartei davon zu überzeugen, dass sie Zugeständnisse an die, wie er es nannte, neuen, aufstrebenden Klassen machen müsse. Er würde auf unerbittlichen Widerstand stoßen. Im Vorfeld der Wahlen von 1992 vertrat Gold die Ansicht, dass die einzige Möglichkeit, die Wahlen zu gewinnen, darin bestehe, dass die Labour Party keine Steuern erhebt. Doch der Schattenkanzler John Smith lehnte dies wütend ab. Die Labour Party würde an ihrer grundlegenden Politik festhalten. Sie würden mit dem Versprechen von Steuererhöhungen in den Wahlkampf ziehen, um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Und zu Beginn des Wahlkampfes schien es, als ob Philipp Gold sich geirrt hätte. Die traditionellen Umfragen zeigten durchweg, dass die Labour Party trotz der konservativen Wahlkampfsbotschaft, dass die Labour-Regierung die Steuern erhöhen würde, vorne lag. Selbst die ältesten Verbündeten der Konservativen in der Presse waren davon überzeugt, dass die Konservativen sich mit ihrem Gerede über Steuern selbst das Genick brechen würden. The worry about the Tories must be that they're not at the moment conveying a sense of grip and being in control, and unless they can do better than that, I think they're going to lose. I mean, the other thing is that they still say that they are going to go on with this one single message of tax, and I think, part of the difficulty this morning was that you had a whole lot of people who've been going to the same press conference for 7 days, had virtually the same message thrust at them, and are kind of getting bored and restless and hitting back on it. I think the media sense a big story coming in the Tories being defeated. Und auch die Arbeiterpartei war überzeugt, dass sie gewinnen und endlich wieder an die Macht kommen würde. It's now time to meet the men and women who will form the next government. Labour Chancellor of the Exchequer, John Smith. And now, it is time for the next Prime Minister, Neil Kinnock. Die Wahlkampfleiter der Arbeiterpartei glaubten, dass sie mit einer modernen Präsentation die Wähler zurückgewinnen, aber die alte Politik beibehalten könnten. Philipp Gold war jedoch überzeugt, dass die Labour Party verlieren würde. Durch seine Fokusgruppen wusste er, dass genau die Menschen, die den traditionellen Meinungsforschern sagten, sie würden die Labour Party wählen, sich in Wirklichkeit darauf vorbereiteten, aus Eigeninteresse konservativ zu wählen, aber es war ihnen zu peinlich, dies zuzugeben. Und John Major wusste das auch, denn seine Zielgruppen sagten ihm das Gleiche. What do you make of the poll, which puts Labour 5 points ahead? Sir, just one to the Daily Mail, sir. Feel out in the streets that matters. It's feeling good on the streets, is it? It is feeling good on the streets, yes. It has been feeling surprisingly good on the streets for some time. Quite surprisingly, quite out of line with opinion polls. Don't ask me to explain it, but it feels all right. Sir? Anyway, go on. No, lads, you must sit down. We're waiting to go. Der Sieg von John Major im Jahr 1992 war eine Katastrophe für die Arbeiterpartei.
Die kleine Gruppe von Reformern um Peter Mandelson und Philip Gould war überzeugt, dass die einzige Möglichkeit für das Überleben der Partei darin bestand, ihre grundlegende Politik zu ändern. Ihre Ideen wurden jedoch von John Smith, der inzwischen Parteivorsitzender geworden war, abgelehnt. Philip Gould verließ Großbritannien, um für die Kampagne zur Wahl von Bill Clinton zum Präsidenten in Amerika zu arbeiten. The 1992 election, during it and afterwards, people felt under great strain and really did feel demoralised and dejected. And then to go from this to the Clinton campaign, it was an extraordinary experience, because here suddenly I found articulated many of the ideas that I'd had but not fully myself been able to encapsulate or to articulate. If you want a president who will restore the middle class, reclaim the future for the middle class, and restore the American dream, vote for Bill Clinton in New Hampshire and send a signal to the country that we are coming together. Gould entdeckte, dass die Demokraten wie die Arbeiterpartei auch Fokusgruppen mit Wechselwählern durchgeführt hatten. Der Unterschied bestand darin, dass Bill Clinton beschlossen hatte, seine Politik auf die Wünsche dieser Wähler zuzuschneiden. Vor allem mit ihrer verbissenen Überzeugung, dass sie nur für Dinge Steuern zahlen sollten, die ihnen selbst zugutekommen und nicht für das Wohlergehen der anderen. I have no idea what percentage of my tax dollars go to welfare, but even if it's a minuscule percentage, even if it's a quarter of a percent, it's still too much for the people that are receiving these benefits that are basically non-productive. Das Clinton-Team beschloss, dass es Steuersenkungen für diese Wähler in den Vorstädten versprechen musste, um zu gewinnen. Und sie nutzten die Fokusgruppen während des gesamten Wahlkampfs, um jeden Auftritt, jede Rede und jede Politik mit ihnen auf ihre Zustimmung zu überprüfen. Was Clinton die vergessene Mittelschicht nannte, wurde zu zentralen Figuren einer neuen Art von reaktiver Politik. Candidates for the presidency of the United States had been prepackaged and designed for many, many years. What was new was an attempt to use very sophisticated or pseudo-sophisticated techniques to plumb the public psychology, to find out precisely what the desires of the individuals were, and then to come up with a candidate and a platform and images and words that exactly responded to those deep desires. This was packaging at a new level. This was polling at an extreme. I'm not going to raise taxes on the middle class. And the middle class needs a break. Government is in the way. It's taking more of your money and giving you less in return. In the name of the hard-working Americans who make up our forgotten middle class, I proudly accept your nomination for President of the United States. Stay focused. Talk about things that matter to people. It's the economy, stupid. Okay? Aber Clintons Wahlkampfteam unter der Leitung von James Carville und George Stephanopoulos glaubte nicht, dass sie von den egoistischen Wünschen der Mittelschicht kapitulieren würden. Steuersenkungen waren der Preis, den sie zahlen mussten, um wieder an die Macht zu kommen. Doch sobald sie an der Macht waren, würden sie die traditionelle demokratische Politik fortsetzen und den Armen helfen, die unter Reagan vernachlässigt worden waren, vor allem durch die Reform des Gesundheitswesens. Die Steuersenkungen würden sie durch die Kürzung der Verteidigungsausgaben und die Erhöhung der Steuern für die sehr Reichen finanzieren. Auf diese Weise glaubten sie, eine Koalition aus neuen und alten Wählern zu schmieden, die beide zufriedengestellt werden könnten. Probably for the first time in a generation tomorrow, we're going to win. And that means that more people are going to have better jobs. People are going to pay a little less for health care, get better care. And more kids are going to go to better schools. So thanks. Doch der Optimismus der Demokraten sollte nur von kurzer Dauer sein. Im November 1992 wurde Clinton triumphal zum Präsidenten gewählt.
Doch innerhalb weniger Wochen stellte seine Regierung fest, dass das Haushaltsdefizit weitaus größer war, als sie erwartet hatte. Bei einem Treffen im Weißen Haus im Januar 1993 teilte der Chef der Federal Reserve mit, dass das Defizit fast 300 Milliarden Dollar betrage. Es gab keine Möglichkeit, mehr Kredite aufzunehmen, ohne die Märkte in Panik zu versetzen und eine Krise auszulösen. Die einzige Möglichkeit, die vorgeschlagenen Steuersenkungen zu finanzieren, bestünde darin, die Staatsausgaben zu kürzen, und zwar nicht nur im Bereich der Verteidigung, sondern auch im Bereich der Wohlfahrt. Clinton stand vor der Wahl zwischen der alten und der neuen Politik, und er entschied sich für die alte. Die Steuersenkungen wurden fallen gelassen, und er versuchte, das Land mit dem alten demokratischen Ideal der Staatsausgaben zur Unterstützung der Armen und Benachteiligten zu inspirieren. Tonight I want to talk with you about what government can do, because I believe government must do more. To put people to work now, to create 500,000 jobs. Jobs to rebuild our highways and airports, to renovate housing, to bring new life to rural communities and spread hope and opportunity among our nation's youth. Healthcare reform sounds like a great idea to me. Well, I know, but some of these details sure scare the heck out of me. Like what? Well, like for... At the start of the Clinton administration, many of us, including, I believe, President Clinton himself, reverted back to an older tradition, tried to lift the public, to talk about genuine ideals beyond the individual. And that reform agenda being not only universal health care and child care and dealing with the widening inequalities in our society and homelessness, many things that many citizens, just particularly middle-income citizens, didn't want to deal with. Aber die Wähler in den Vorstädten, denen Steuersenkungen versprochen worden waren von Bill Clintons Vision nicht begeistert. Sie fühlten sich betrogen und wollten sich rächen. Die Gelegenheit dazu bot sich 1994 bei den Kongresswahlen. Die Republikaner unter der Führung von Newt Gingrich versprachen enorme Steuersenkungen und den Abbau des Sozialsystems. Die Wähler, die zu Clinton übergelaufen waren, wechselten erneut die Seiten und die Republikaner gewannen beide Häuser des Kongresses in einem Erdrutschsieg. Well, I think it's a tremendous vote in favor of smaller government, lower taxes, and in a sense, a renewal of the Thatcher-Reagan tradition. And I think in that sense, it's pretty decisive. It means that the welfare state is going to be less hospitable for people who are not willing to take responsibility for their own situation. No question about it. I think today is the beginning of the end of the welfare state. Für Clinton war dies eine Katastrophe. Angesichts eines feindseligen Kongresses hatte er keine Chance, seine Reformen durchzusetzen. Seine persönliche Popularität sank und es schien sicher, dass er in 2 Jahren nicht wiedergewählt werden würde. In seiner Verzweiflung und ohne sein Kabinett zu informieren, wandte sich Clinton um Hilfe an einen der skrupellosesten politischen Strategen Amerikas. What did he want you to do? Save his butt. Clinton was in serious trouble. He had lost the '94 election. He had lost control of Congress, and he hired me to come back and help save him. So he was basically asking me to perform roughly the same role as a life preserver would if you're drowning. Morris erklärte Clinton, dass er das Wesen der Politik verändern müsse, um die Wiederwahl zu gewinnen. Die entscheidenden Wechselwähler in den Vorstädten dächten und verhielten sich jetzt wie Verbraucher. Die einzige Möglichkeit, sie zurückzugewinnen, bestand darin, alle Ideologie zu vergessen und stattdessen die Politik in eine Art Konsumgeschäft zu verwandeln. Clinton muss versuchen, ihre persönlichen Wünsche und Launen zu erkennen und dann versprechen, sie zu erfüllen. Wenn er diese Verbraucherregeln befolgte, würden sie ihm folgen. I said that I felt the most important thing for him to do was to bring to the political system the same consumer rules philosophy that the business community has. Because I think politics needs to be as responsive to the whims and the desires of the marketplace as business is. And it needs to be as sensitive to the bottom line, profits or votes, as a business is. I think that all of this involves really a
changed view of the voters, so that instead of treating them as targets, you treat them as owners. Instead of treating them as something that you can manipulate, you treat them as something you need to learn from. And instead of feeling that you can stay in one place and you can manipulate the voters, you need to learn what they want and move yourself to accommodate it. Sich in die Köpfe der Wechselwähler hineinzuversetzen, brachte Morris zum ersten Mal Lifestyle-Marketing in die Politik ein. Er wandte sich an eines der bekanntesten amerikanischen Marktforschungsunternehmen namens Penn & Schön und gab eine sogenannte Neuropersönlichkeitsumfrage in Auftrag. Es handelte sich um eine umfangreiche Umfrage unter Hunderttausenden von Wählern, aber die einzigen politischen Fragen, die gestellt wurden, dienten dazu herauszufinden, ob jemand ein Wechselwähler war oder nicht. Alle anderen Fragen waren intime psychologische Fragen, mit denen festgestellt werden sollte, ob die Wechselwähler bestimmten psychologischen Typen zugeordnet werden konnten. Well, we were asking people like, do you think you're the life of the party? Do you think when you see things that you like to have a list and organize them? Do you typically try to plan things ahead, or do you like to be more spontaneous? Where do you like to go? What sports do you like to play? What would you do with your spouse in a romantic weekend? So we were asking people some very personal questions about their own lives, to try to see were the kinds of people that were likely to change their vote also possessing of certain kinds of personality traits. And in fact they were. Die Neuropersönlichkeitsumfrage ermöglichte es dem Clinton-Team, Swingwähler in verschiedene Lebensstiltypen einzuteilen. Sie erhielten Namen wie Schwimmbecken und Terrassen oder Kappen und Kittel, die als städtische Intellektuelle in Universitätsstädten lebten. Auf dieser Grundlage konnte das Team herausfinden, wie es den einzelnen Wählern das Gefühl geben konnte, in ihrem gewählten Lebensstil sicherer zu sein, so wie die Wirtschaft gelernt hatte, mit Produkten umzugehen. Dick Morris nannte das Politik mit kleinem Kaliber, winzige Details aus dem persönlichen Leben und den persönlichen Ängsten der Menschen, an die die Politik früher nicht einmal gedacht oder sie gar nicht wahrgenommen hatte, die nun aber zum Schlüssel für den Machterwerb geworden waren. It was an America that focused on day-to-day practical concerns. Should I wear seatbelts? Should I stop smoking? Should I wear a school uniform? Is my neighborhood being protected? It was not so much a new individualism as the social order as we had known it had broken down. So we got into people's heads, understood their psychology, about lifestyle, about values, what they thought was important, what issues they wanted politicians, and particularly the president, to address. And these issues proved to be very, very different from what the conventional wisdom had suggested. Zu Beginn des Wahlkampfs enthüllte Clinton Morris' neues Konzept und schockierte das Weiße Haus. Alle traditionellen Politiken sollten fallen gelassen werden. Stattdessen würde er sich ausschließlich auf Maßnahmen konzentrieren, die auf die Sorgen der Wechselwähler abzielen. Sicherheitschips sollten in Fernsehgeräte eingebaut werden, um zu verhindern, dass Kinder Pornografie sehen, und Mobiltelefone sollten in Schulbusse eingebaut werden, damit sich die Eltern sicherer fühlten. Dick Morris überzeugte den Präsidenten auch davon, seine Freizeit so zu verbringen, wie es bestimmte Wechselwähler tun. Er schickte Clinton auf einen Jagdurlaub in genau den Gore-Tex-Klamotten, die die Gruppe Big Sky Families mochte. Das Ziel war es, den Lebensstil der Swing-Wähler auf sie zu übertragen. Die Liberalen in Clintons Kabinett hassten diesen Ansatz. I would say, well, Dick, why have a campaign? This was the 1996 campaign. If all the president is going to do is offer up these little bite-sized miniature initiatives that appeal to people's desires, like consumers, buying soap, V-chips that you could put in your televisions so you could make sure that your children did not have pornography, and school uniforms. Why talk about them? They're so mundane and they're so tiny. And he would say back, if we don't,
do this, we may not get re-elected. And I would say, what's the point of getting re-elected if you have no mandate to do anything when you're re-elected? And he'd say, what's the point of having a mandate if you can't get re-elected? Isn't the ultimate goal getting re-elected? Doch Morris' neue Politik war ein außerordentlicher Erfolg. Clintons Umfragewerte bei den Wechselwählern begannen in die Höhe zu schnellen und Dick Morris übernahm zusammen mit dem Marketeer Mark Penn effektiv die Verantwortung für die Politik des Weißen Hauses. Mark Penn richtete in einem Bürogebäude in Denver ein riesiges Callcenter ein, in dem jede Nacht Hunderte von Telefonisten die Wechselwähler in den Vorstädten des Landes anriefen, um mit ihnen jedes Detail der von Clinton vorgeschlagenen Politik zu besprechen. The policy was made by a group of people manning telephones in Denver, Colorado, placing calls to voters in places like Westchester and Pasadena, and asking them what they wanted from their government, and asking them very specifically about specific policies that Bill Clinton was considering. Would you be more likely to support him if he offered this particular government service, or if he offered that one? Those people told them what they thought. Mark Penn transmitted that to Bill Clinton, and it came out of his mouth. So essentially it was suburbanite voters. Suburban voters in the 90s were creating American domestic policy and some of its foreign policy as well. Right. Yeah, Mark Penn was polling on questions like whether we should bomb in Bosnia, things like that. Morris bestand auch darauf, dass Clinton ein symbolisches Opfer der alten Politik brachte, um die Wechselwähler zu überzeugen, ihm zu vertrauen. Im August 1996 unterzeichnete Clinton ein Gesetz, das das System der garantierten Hilfe für Arme und Arbeitslose beendete. Die Sozialhilfe sollte nach 2 Jahren gekürzt werden, um die Menschen zur Aufnahme einer Arbeit zu zwingen. Das neue System hieß Welfare to Work, Wohlfahrt für Arbeit, und sollte, wie er sagte, eine Hilfe zur Selbsthilfe und kein Aushändigen sein. Es war das tatsächliche Ende des von Präsident Roosevelt 60 Jahre zuvor geschaffenen garantierten Wohlfahrtssystems. Für viele in Clintons Kabinett bedeutete dies auch das Ende des progressiven politischen Ideals, das Roosevelt vertreten hatte, nämlich dem Glauben, dass man eine Führungsposition auch dazu nutzen kann, die Wähler davon zu überzeugen, als soziale Wesen zu denken und zu handeln und nicht als eigennützige Individuen. Dick Morris and the pollsters had won. And by that I mean that the people who ultimately got to the president, shaped the president's mind, were those who viewed the voters as just a collection of individual desires that had to be catered to and pandered to. It suggests that democracy is nothing more, and should be nothing more, than pandering to these unthought about, very primitive desires. Primitive in the sense that they are not even necessarily conscious, just what people want in terms of satisfying themselves. Und der gleiche Triumph der Politik des Ichs stand auch in Europa und besonders in Großbritannien bevor. Im Jahr 1994 war Tony Blair Vorsitzender der Labour Party geworden und die Reformgruppe um Peter Mandelson wurde allmächtig. Philip Gould führte fast jede Nacht Fokusgruppen mit Wechselwählern in den Vorstädten durch, aber dieses Mal wurde ihm zugehört. Die Wünsche und Ängste der neuen, aufstrebenden Klassen wurden zur bestimmenden Kraft für die Politik der Arbeiterpartei. In that period, I was talking to people who used to vote Conservative and were considering voting Labour, and they wanted understood that they are financially pressed and that there are limits to the extent to which taxation can be improved. They think that crime is an issue that matters to them and should be respected. They want welfare to go to people who deserve welfare, not to people who do not. This was seen of by many in the Labour Party as selfish. I never saw that it was selfish. I believe that a dad or a mum doing their best for their family isn't selfish. They're just doing their best for their family, and that's what people do. A crackdown on those who make life hell in their local neighbourhoods through noise or disturbance.
Law and order is a Labour issue today. Philosophy of campaigning is, let's concentrate on swing voters, let's focus group them to find out what they want and what will appeal to them, and let's just relentlessly push those themes in the election. Something is happening to you. After promising to put money in your pocket, the Conservatives are quietly taking it away. Philip Gould was crucial because he gave the raw material, if you like, for these politicians to do this kind of politics. In that when he came up with stuff, they'd follow it, pretty much without exception. Blair himself would pore over these sort of 12-page memos and say, well, this is what we must do. We want people to earn more, to consume the good things of life. We want people to pay lower taxes. Gordon Brown says a Labour government would hold the main tax rates unchanged. A Labour government will not increase the basic rate of tax. I want to make it clear that I will not increase tax. In fact, the Labour Party does stand with the Middle England. Those that aspire to do better, to get on in life, and be ambitious for themselves and their families will do better with Labour. Groups of 8 people drinking wine and nibbling, Cheerios, what they thought determined effectively everything that the Labour Party did. Und obwohl die Wahlkampfleiter den neuen Ansatz gerne als ihre Erfindung darstellen würden, wurde er in Wirklichkeit von den Amerikanern kopiert, bis hin zu den Phrasen, die die amerikanischen Marketing-Experten an ihren Swing-Votern getestet hatten. Peter Mandelson and his team were in the United States watching what we did and copied almost verbatim our approach in their 1997 campaign. The benefit system should be about giving people a hand up, not just a handout. Mandelson's not a fool if he's anything. He saw something that worked, so why not do it? And I can remember reading their manifesto and saying to myself, they just took it lock, stock, and barrel. On one hand you're proud and on another hand you're bitch. Und wie in Amerika war die Arbeiterpartei gezwungen, Politikern aufzugeben, die den Wechselwählern nicht direkt zugute kamen, selbst wenn dies bedeutete, ihre Grundprinzipien zu opfern. Die Verpflichtung zur öffentlichen Kontrolle der Industrie, die als Klausel 4 in der Parteisatzung verankert war, wurde fallen gelassen. Ziel dieser Klausel war es, die kollektive Macht des Volkes zu nutzen, um die ungezügelte Gier der Unternehmen zu bekämpfen. Doch nun sah sich Tony Blair mit entscheidenden Wählern konfrontiert, die sich nicht mehr als vom freien Markt ausgebeutet sahen. Sie sahen sich als individuelle Verbraucher, die durch das, was die Wirtschaft ihnen lieferte, erfüllt wurden und eine Identität erhielten. Die neue Klausel 4 versprach, den freien Markt nicht zu kontrollieren, sondern ihn einfach gedeihen zu lassen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, zogen andere europäische Länder schnell nach. Business is more powerful than government. It is quicker, it is more creative. Business is the lifeblood of the country. From this come all the benefits that society needs. Employment, investment. I think, frankly, there is only one party getting business right, and that's New Labour. What New Labour did suits people who exert power in society not through the political system or not through the democratic political system. So it suits big business and it suits entrenched interest and it suits the status quo. Those 3 things, of course, just off the top of my head, being the things that the Labour Party is supposed to be, a counterforce to. What that means is big business get to carry on exerting their power behind the scenes, getting their way, because there's no countervailing pressure. Countervailing pressure isn't going to come from, 8 people sipping wine in Kettering. Here he goes, turning an awful lot of other blue seats red as well. Very happy, very relieved, very exhilarated. Diejenigen, die den Sieg der Gewerkschaften im Jahr 1997 vorbereiteten, sahen ihn jedoch als triumphale Bestätigung einer neuen Form der Demokratie.
Indem sie die inneren Wünsche der Menschen durch die Fokusgruppe verstanden und erfüllten, gaben sie dem Einzelnen Macht und behandelten ihn nicht als gesichtslose Gruppe, der von Politikern gesagt wurde, was gut für sie sei. I don't see the focus group as some marketing tool. I see the focus group as a way of hearing what the people have to say. And I see the focus group as a way to a new form of politics. What the people give, the people can take away. We are the servants, they are the masters now. 1997 was, I think, fundamentally important in that. Because I think it is the end of the elitist politics that's dominated Britain for so much of the last 100 years. 1939 entwarf Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud, eine Vision von einer zukünftigen Welt, in der der Verbraucher König ist. Sie fand auf der Weltausstellung in New York statt und Bernays nannte sie Democracity. Es war eine der frühesten und dramatischsten Darstellungen einer konsumorientierten Demokratie. Eine Gesellschaft, in der die Bedürfnisse und Wünsche des Einzelnen von der Wirtschaft auf dem freien Markt gelesen und erfüllt werden. The World's Fair created a spectacle in which all of these concerns were met, and they were met by Westinghouse and General Motors and the American Cash Register Company, and company after company presented itself as this sort of centerpiece of a society in which human desire and human want and human anxiety would all be responded to and would all be met purely through the free enterprise system. There was this sort of notion that the free market was something that was not guided by ideologies or by political power. It was something that simply was guided by the people's will. Dies war das Modell der Demokratie, dem sich sowohl die New Labour Party, die europäischen Linken, als auch die amerikanischen Demokraten angeschlossen hatten, um an die Macht zu kommen. Sie hatten die von der Wirtschaft entwickelten Techniken genutzt, um die Wünsche der Verbraucher zu lesen, und sie hatten Bernays Behauptung akzeptiert, dass dies eine bessere Form der Demokratie sei. Doch in Wirklichkeit war die Weltausstellung ein ausgeklügeltes Propagandastück, das Bernays für seine Kunden, die riesigen amerikanischen Konzerne, entworfen hatte. Insgeheim glaubte Bernays nicht, dass echte Demokratie jemals funktionieren könnte. Die Theorien seines Onkels über die menschliche Natur hatten ihn in dieser Hinsicht zutiefst beeinflusst. Freud glaubte, dass der Mensch nicht von rationalen Denken, sondern von primitiven, unbewussten Wünschen und Gefühlen gesteuert wird. Bernays war der Ansicht, dass es zu gefährlich sei, den Massen jemals die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu überlassen und dass der Konsumismus eine Möglichkeit sei, den Menschen die Illusion von Kontrolle zu geben, während eine verantwortungsbewusste Elite die Gesellschaft weiterhin verwalten könne. It's not that the people are in charge, but that the people's desires are in charge. The people are not in charge. The people exercise no decision-making power within this environment. So democracy is reduced from something which assumes an active citizenry to something which now increasingly is predicated on the idea of the public as passive consumers, the public as people who essentially what you're delivering them are doggy treats. Das Problem der neuen Arbeiterschaft war, dass sie der Propaganda Glauben schenkte. Sie nahmen die von der Wirtschaft propagierte Idee für bare Münze, dass die Systeme, mit denen man die Gedanken der Verbraucher lesen kann, die Grundlage für eine neue Art von Demokratie bilden könnten. Einmal an der Macht versuchten die neuen Linken, durch ein neues System zu regieren, das Philip Gould kontinuierliche Demokratie nannte. Doch was für die Unternehmen bei der Produktgestaltung funktionierte, führte die Arbeiterregierungen in ein verwirrendes Labyrinth aus widersprüchlichen Launen und Wünschen. Während eines Großteils der ersten Amtszeit der Labour-Partei in Großbritannien sagten die Zielgruppen, dass die Eisenbahn keine hohe Priorität habe
und die Politik der Labour-Partei spiegelte dies getreu wider. Jetzt aber geben dieselben Gruppen der Regierung die Schuld, weil sie nicht früher mehr Geld in die Eisenbahn investiert hat. The point about focus group politics is that there isn't one because people are contradictory and irrational, and so you have a problem in terms of deciding what you're going to do if all you do is actually listen to a mass of individual opinions that are forever fluctuating and don't really have any coherence, and crucially are not set in context. So that's why people can say, I want lower taxes and better public services. Of course they do. You say, do you want to pay more taxes to get better public services? People are less sure. They then don't believe that if they do pay more taxes, they will be spent on better public services. So you end up in this quagmire where the truth is a politician has to say, look, this is what I believe. I believe that you should pay slightly more taxes to make better public services, and I pledge that I'm competent enough to actually use that money wisely. Do you want that? Vote for me, yes or no. And that's what Blair has failed to do. Tony Blair turns around and sort of tries to feed back to them what they already believe, and given what they believe is sort of a load of individual, incoherent, contradictory nonsense, that's all he has to offer. And then he wonders why people don't get him. The answer they don't get him is because they're looking for someone to do something that they can't do themselves, which is actually come up with a coherent political opinion that they might have faith in. Die neuen Linken stehen vor einem Dilemma. Das System der Konsumdemokratie, das sie sich zu eigen gemacht haben, hat sie in eine Reihe kurzfristiger und oft widersprüchlicher Politiken verwickelt. Nun wird zunehmend gefordert, dass sie eine umfassendere Vision verwirklichen, dass sie die Macht der Regierung nutzen, um die Probleme der zunehmenden Ungleichheit und des verfallenden sozialen Gefüges der Länder lösen. Doch dazu müssen sie an die Wählerschaft appellieren, über ihre eigenen Interessen hinauszudenken. Und das würde bedeuten, die heute vorherrschende Freudsche Sichtweise des Menschen als egoistisches, instinktgesteuertes Individuum in Frage zu stellen. Obwohl wir uns frei fühlen, sind wir in Wirklichkeit, wie die Politiker, die Sklaven unserer eigenen Wünsche geworden. Wir haben vergessen, dass wir mehr als das sein können, dass es noch andere Seiten der menschlichen Natur gibt. Fundamentally, here we have two different views of human nature and of democracy. You have the view that people are irrational, that they are bundles of unconscious emotion. That comes directly out of Freud. And businesses are very able to respond to that. That's what they have honed their skills doing. That's what marketing is really all about. What are the symbols, the music, the images, the words that will appeal to these unconscious feelings? Politics must be more than that. Politics and leadership are about engaging the public in a rational discussion and deliberation about what is best, and treating people with respect in terms of their rational abilities to debate what is best. If it's not that, if it is Freudian, if it is basically a matter of appealing to the same basic unconscious feelings that business appeals to, then why not let business do it? Business can do it better. Business knows how to do it. Business, after all, is in the business of responding to those feelings. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful